breeze whispers, calling me to rise. Open my eyes to the painted skies. The world feels lighter, worries fade away. Melodies of sunshine guide me through the day. Woke up this morning, feeling so right. Sunshine peeking, what a beautiful sight. Mind feel like ocean, the waves in the breeze. Can't help but dance, put my heart at ease. Living life simple, with no stress to fight. Jobless raining, everything so bright. Wir sind in Trinidad angekommen, werden uns später noch diese Jesuitenkirche, diese Jesuitenruinen anschauen. Vorher essen wir aber noch etwas. Ich werde einen Schnitzel essen, Katja ein Rinderfilet, glaube ich. Ja, kostet so 7, 8 Euro, dazu ein Getränk. Sind wir jedenfalls froh. Jetzt war ich eben kurz draußen und habe ein Ladegerät geholt, denn da gibt es eine Steckdose, wo unsere Stecker überraschenderweise auch passen. Ja, Fahrräder abgestellt. What is your name, last name, W number, personal information to prepare your tickets? De recursos y de propiedad. Encontraban hombres ilustres de diferentes campos y disciplinas del conocimiento. Kreuzabnahme. Zwischen 1609 und 1768 war Paraguay ein Jesuitenstaat, der vom Jesuitenorden verwaltet wurde. Gemeinschaften, die oft als Reduktionen bezeichnet werden, wurden gegründet, um die einheimische Bevölkerung, insbesondere die Guarani, zu evangelisieren, aber auch zu beschützen. Die Jesuiten errichteten ein System, in dem sie den Indigenen landwirtschaftliche Techniken, Handwerkskunst und das Christentum näherbrachten. Die Missionen waren bemerkenswert erfolgreich und entwickelten sich zu prosperierenden Städten mit einer stabilen sozialen und wirtschaftlichen Struktur. Die Ruinen waren auf jeden Fall sehr beeindruckend, war toll sich das anzuschauen. Wir schauen mal, ob wir morgen dann noch nach Jesus fahren und uns dort weitere Ruinen angucken, haben wir es noch nicht ganz entschieden. Jedenfalls werden wir jetzt unsere erste Nacht in Paraguay verbringen. Zeige ich mal kurz unser Plätzchen. Ja, die Aussicht ist jetzt nicht so toll, um es mal vorsichtig zu formulieren, und die Straße ist auch nicht sehr weit entfernt. Gestern Abend kam noch ein Herr vorbei, hat gesagt, wir werden ausgeraubt und umgebracht und uns wird alles geklaut und ja. Deswegen war das Einschlafen ein bisschen problematisch, bei mir jedenfalls. Benjamin hat da nicht so die Probleme. Bienvenidos a Jesus. Ja, wir fahren jetzt nach Jesus. Wir sind jetzt in Jesus. Wir sind jetzt in dem Dörfchen Jesus. Hier gibt es ja auch Jesuitenruinen, sag ich mal. Die wollen wir uns jetzt auch anschauen. Achso, und natürlich jetzt mal gucken, ob unsere Zettelchen von gestern funktionieren. Ich habe gerade gesehen, dass die vom 5. bis 8.4. gültig sind. Halleluja! Ein charakteristisches Merkmal der Jesuitenstaaten war die Zusammenarbeit zwischen den Jesuiten und den Guarani, die es ermöglichte, eine autonome Gesellschaft zu schaffen, die sich von den europäischen Kolonialmächten abgrenzte.
Diese Gemeinschaften waren jedoch auch ein Ziel der portugiesischen und spanischen Kolonialkräfte, die die Kontrolle über das Gebiet anstrebten. Der Jesuitenstaat wurde letztendlich in den 1760er Jahren aufgelöst, als die Jesuiten aus den spanischen und portugiesischen Kolonien vertrieben wurden. Green eagles and blue skies feeding so high, sun setting down while the birds fly by. From trees sway, I feel alive today. Nature's whisper guiding my way. River flows gently, the spirit feels free. This paradise means so much to me as far as my eyes can see. Nature's the masterpiece that will lead. Wir sind in San Ignacio, haben hier spontan ein paar Tage eingecheckt. Hier gibt es eine Campingfläche, gibt es auch noch so Übernachtungshütten mit Gastronomie. Der nette Besitzer Gustavo hat uns heute zum Fischessen bzw. Fisch zubereiten eingeladen auf dem Grill. Dann gehen wir jetzt mal hin. Benjamin kommt mit, der freut sich richtig. Benjamin hat keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich muss aufs Klo. Aha. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. San Ignacio, Misiones, Paraguay. ¿Cómo están pasando? Bien. ¿Bien? Todo- Vamos a todo preparar bien. El pescado. Oh ja, Un pescado. un Vamos a pescado. preparar en la parrilla. Ein Fisch. Sí, un fish Fisch. para cenar para ustedes. Wow, Benjamín cumplirá el 4 de septiembre. Este es salmón. Salmon. Ja, es ist leicht oder glänzt, ne? Mhm. Ja. Un fish Rio. de río. Del Rio. So. Riecht jedenfalls gut. Ja, stimmt. Acá preparando la parrilla. Buen provecho para ustedes. Ein kurzes Update. Wir waren jetzt 3 Tage in San Ignacio bei Gustavo.
und haben uns dort ein bisschen erholt und Videoschnitt gemacht etc., Wäsche gewaschen. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Asunción und haben heute 70 Kilometer in der Summe vor uns. Jetzt machen wir ein Päuschen an der Tankstelle. Benjamin wird telefonieren mit seinem besten Freund aus Wien. Und dann haben wir schön Rückenwind heute. Das machen wir easy peasy. Was ist das? Easy peasy. Chasing dreams, seeking light. Chasing dreams, seeking light. In my heart, fire ignite. Chasing dreams, seeking light. Oh, Jah guide my path, make it bright. Through the valleys, over hills. Buen viaje, increíble recibirle acá. O sea, van a ver la cultura paraguaya. Somos muy pegajosos nosotros, muy fraternales. Siempre van a encontrar a alguien que les va a ayudar por el camino, igual sea la hora que sea. Buen viaje. Oh, Jah's wisdom always fills. Standing tall through the fight, keep the faith, hold it tight. Standing tall through the fight, with God's blessings shine so bright. Every step, every mile, confidence always shows. She's fine just to the hops, sudden odds. Go on, chase the keys, just to bend. In Jah lies USNS, endless race. Every step, holding my mind. Through the valleys, over hills, striving high against the chills. Ja, Zebrastreifen, sehr gut. Sind zweiter Feld, ne? Das wissen wir gar nicht, ne? An den Tankstellen, ob das private Sicherheitsleute Nee, sind oder das wissen wir nicht. Wir waren jetzt 2 Tage in einer sehr schönen Unterkunft in Asunción. Also 2 volle Tage, 3 Nächte. Wir haben eine riesen Terrasse. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter, 30 Quadratmeter. Bestimmt, ein kleines Zimmerchen, schön dunkel, schön kühl mit Klimaanlage, schön ruhig vor allen Dingen. Wir haben sehr gut geschlafen, es war sehr erholsam. Gegebenenfalls habe ich noch wieder ein paar kleine Probleme mit meinem Fahrrad. Da jetzt ja Ostern ist, versuchen wir es jetzt mal auf den Samstag noch zum Fahrradgeschäft zu kommen, um vielleicht eine Reparatur vorzunehmen. Und dann sind wir noch eine weitere Nacht im Innenstadtbereich, wollen uns noch ein bisschen was angucken, weil wir uns jetzt die letzten 2 Tage wirklich massiv erholt haben. Und voraussichtlich geht es dann morgen an die Stadtgrenze.
tatsächlich entgegen unserer sonstigen Gewohnheiten machen wir ein kleines bisschen Sightseeing. Wir betrachten Sehenswürdigkeiten. Jetzt sind wir ja in Asunción, im Zentrum, sag ich mal. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um. Also hier ist der Platz der Demokratie. Ja. Schön gemacht, ne? Bajo el cielo tan inmenso, las praderas van pasando, los pájaros me saludan y el sol me va calentando. Sigo el viento, por la pampa uruguaya. Sigo el viento, donde me lleve vaya. Entre montañas y valles, mi libertad he encontrado a cada vuelta de pedal. Es un sueño realizado. Los caminos de tierra roja van contando sus secretos y mi fiel acompañante vuela siempre sin apuro. Sigo el viento, por la pampa uruguaya. Sigo el viento, donde me lleve vaya. Ya no importa la distancia, ni el tiempo que va pasando. En este viaje sin prisa, mi alma se va sanando. Wir sind jetzt hier noch in einem Fahrradfachgeschäft. Katjas Fahrrad ist die Radnabe defekt. Die lassen wir jetzt eben reparieren. Und im Zuge dessen auch noch das Ritzel, also die Kassette hinten auswechseln. Zahnräder und die Kette und hoffen dann, dass wir damit gut über die Anden kommen. Nur die Marke Sunrays. Ja, da war jetzt die Frage, ob das dann kompatibel ist. Ist jetzt halt nicht Shimano. Wir hätten lieber Shimano gehabt. Aber wir haben uns jetzt im Internet oberflächlich wie immer informiert und denken, dass es kompatibel ist. Lassen es jedenfalls einbauen und hoffen das Beste. 11er und 12er. Echt? Das ist Pech, ne? So auf uns zu machen. Ich weiß nicht, ob das geht während der Fahrt. Warten. Jetzt gibt es diese Entwicklung, dass der Fahrradmechaniker einen Freund oder Bekannten, Kumpel von sich angeschrieben hat, ob er auch eine Original Shimano-Kassette hat. Jedenfalls warten wir jetzt schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, ohne dass irgendwas passiert. Müssen wir mal gucken. Ach so, die. Mhm. Ja. El otro es diferente. Das sind diejenigen, die mit diesem hier zurecht. Also wird das andere auch nur zurechtkommen, weil es anders ist. Ja. Die Gänge sind stark verzögert. Also. Bestellen Sie uns jetzt freundlicherweise sowas wie ein Taxi, ein Bolt, wie Uber. Oh ja. Nur dass es hier halt Bolt heißt. Ja, es wird ein langer Tag, glaube ich.
Jedenfalls hat die Taxifahrt ungefähr umgerechnet 1 Euro gekostet, also 10.000 Guarani. Wir haben ein bisschen Trinkgeld gegeben. Sind jetzt hier beim Mazapan. Tatsächlich Buffet. Oh, und wir haben uns richtig ausgehungert. Freuen wir uns. Ja. Zusammen haben wir jetzt gezahlt, umgerechnet knapp 9 Euro. Okay, guten Appetit. Wir sind jetzt wieder mit einem Taxi zurückgefahren zum Fahrradgeschäft. Hier ist gerade Mittagspause. So, es hat jetzt doch noch mal ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist auch 1:30. Wann sind wir hier? 8:30 sind wir hier gewesen. Entschuldigung, ich muss gerade eine Unterkunft gucken. Kann jetzt nicht. Achso. Was machen wir jetzt noch? Wir fahren jetzt in die Unterkunft. Jetzt 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. Jetzt ist es 15 Uhr. 7 Stunden abzüglich einer Stunde Mittagspause. 6 Stunden. Ich weiß es nicht genau, womit wir gerechnet hatten. Jedenfalls nicht, dass es über 6 Stunden dauert. Sind wir also, wie ja schon erwähnt, dann eben auf dem Weg zur dann doch noch mal gebuchten Unterkunft. Es hat jetzt etwa 200 Euro gekostet mit allen Ersatzteilen und der ganzen Arbeitszeit. Katja hat 2 Kaffee getrunken, das würde ich da auch noch mit einberechnen. So, wir sind jetzt gerade noch im Biggie. Also wir nennen es Biggie, spricht man natürlich anders aus. Katja ist eben noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Ich wollte es mal eben noch kurz zeigen, bevor ich ins Navi eingebe, wo wir heute hinfahren, nach Villa Hayes. Was eigentlich jetzt gestern genau gemacht wurde. Und zwar das Zahnrad ausgewechselt. Ich bin hier auch. Hey man, who are you? Where are you from? Germany. Germany. Ein bisschen mehr als ein Sturm im Wasserglas. Unfrieden im Paradies, wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben ein kleines technisches Problem, also beziehungsweise Katjas Fahrrad. Ich zeig's mal eben. Da. Die Kette passt nicht richtig. Fügt sich nicht richtig ein ins Getriebe, sag ich jetzt mal. Also mussten wir zurück zum Fahrradgeschäft und das richten lassen. Es wurde wieder der alte Zahnkranz vorne eingesetzt, was nur etwa eine knappe Stunde dauerte. Ein bisschen ärgerlich war schon, dass wir beinahe aus der Stadt rausgefahren waren und Katja erst hier in einen Gang geschalten hat, bei dem auffiel, dass der neue Zahnkranz nicht passte. Ist aber natürlich besser, als wenn wir das erst in ein paar Tagen gemerkt hätten. Die Mitarbeiter waren ja alle sehr freundlich und hilfsbereit. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Was wir noch unerwähnt gelassen haben, ist, dass wir nach dem Verlassen des Geschäfts am Vortag auch schon zurückkehren mussten, da bei Katjas Fahrrad die Gänge nicht richtig eingestellt waren. Jedenfalls hatten wir eine tolle Unterkunft in der Nähe des Geschäfts, kochten uns einen feinen Eintopf und freuten uns sehr, endlich die Stadt verlassen zu können. Und nachdem also beide Fahrräder wieder tadellos funktionierten, fuhren wir zur Stadtgrenze und überquerten auf einer riesigen Brücke den Rio Paraguay. Damit erreichten wir den Gran Chaco, eine Savannenlandschaft, etwa 3-mal so groß wie Deutschland. Bis zu den Anden in Bolivien werden wir durch diese Landschaft fahren. Wir sind gespannt, was uns noch weiteres erwartet. Wir werden noch in einem Hotel in einer Schule übernachten, werden viele verschiedene Vögel sehen, werden uns die Stadt Philadelphia anschauen und viel mit Regen, Mücken und weiteren Pannen zu tun haben. Dazu bald mehr. Hoy dejo atrás la rutina, el peso del tiempo, buscando aventuras nuevas, al viento me siento, cada paso un latido, un viaje en mi mente, colores y sabores, todo es diferente, quiero danzar con la brisa, cantar con
todo atrás, el pasado y su voz, encontrar el rincón donde el alma es feroz. Las luces brillan más en esta novela, cada vez es mágico, como alza es un tango, bonitas de la luz, sobre mi mundo, no entradas cada cama, vienen niños fantasmas, que me encantaría soñar sin un final, por un mundo que me ande y me haga volar. Deja todo atrás, el pasado y su voz, encontrar un rincón donde el alma es feroz. Quiero volar alto sin ningún temor, atravesar los cielos, llenarme de amor, con cada paso firme hacia adelante voy. Un viaje sin fin, yo seré mi propio hoy. Y me encantaría soñar sin un final, por un mundo que me ame y me haga volar. Dejar todo atrás, el pasado y su voz, encontrar un ritmo